Oh, hello and an amazing good morning. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Verse 3 from 1 Korinther 2. Vers 3 aus 1. Korinther 2. I really love that sentence. Ich liebe diesen Satz wirklich. I've loved that one since I was a teenager. Ich liebe ihn, seit ich ein Teenager war. Actually, I've loved 1 Corinthians 1 and 1 Corinthians 2 for a long time. Eigentlich liebe ich 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2 schon seit langem. So look, he says, I stood before you feeling inadequate. Schau mal, er sagt, ich stand vor euch und fühlte mich unzureichend. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? How can a man with such education and so highly intelligent feel inadequate? Wie kann sich ein so gebildeter und hochintelligenter Mann unzureichend fühlen? At his time, he was considered one of the greatest theologians. Zu seiner Zeit galt er als einer der größten Theologen. So a guy who is highly educated and very intelligent feels inadequate. Ein hochgebildeter und sehr intelligenter Mann fühlt sich also unzureichend. Doesn't that seem like a strange thing? Erscheint das nicht seltsam? But look, Doch schau, he tells us why he felt like. er sagt uns, warum er sich so fühlte. He says, filled with reverence for God Er sagt, erfüllt mit Ehrfurcht vor Gott and trembling under the sense of the importance of my words. und zitternd im Bewusstsein, wie wichtig meine Worte sind. Now you have to take this in the context of what he is speaking. Du musst das im Zusammenhang mit dem sehen, was er sagt. See, he did not feel inadequate to teach the deep things. Er fühlte sich nicht unzulänglich, um die tiefen Dinge zu lehren. But what he's expressing here is this, Was er hier aber zum Ausdruck bringt, ist, that the words that he preached were so important because they are life-changing and even saving. die Worte, die er predigte, waren so wichtig, weil sie lebensverändernd und sogar rettend sind. And his inadequacy was not because he was not smart enough, but because he was so smart. Seine Unzulänglichkeit lag nicht daran, dass er nicht klug genug war, sondern weil er so klug war. Because he understood if he added his words of wisdom to the gospel, then the gospel becomes powerless. Denn er wusste, wenn er dem Evangelium seine weisen Worte hinzufügte, würde das Evangelium kraftlos. So the reason why he was so terrified when he stood before them, Der Grund, warum er so erschrocken war, als er vor ihnen stand, ist, I mean, he literally says, I was trembling wie er wörtlich sagt, ich zitterte, because he was so afraid to dilute the simplicity of the gospel with his clever words. weil er Angst hatte, die Einfachheit des Evangeliums durch seine klugen Worte zu verwässern. I think we need to come back to this. Ich glaube, wir müssen noch einmal darauf zurückkommen. I think when it comes to preaching Jesus and the gospel, we all need to be trembling. Ich glaube, wenn es darum geht, Jesus und das Evangelium zu predigen, müssen wir alle zittern. We all need to have this sense of, I must remain focused on Jesus and only preach him. Wir alle müssen das Gefühl haben, ich muss auf Jesus fokussiert bleiben und nur ihn verkünden. Because if we add our intelligence, our cleverness, our own wisdom and understanding, Wenn wir unsere Intelligenz, unsere Klugheit, unsere eigene Weisheit und unser Verständnis einbringen, it takes away from the power that is in the gospel. nimmt es dem Evangelium seine Kraft. Look, Schau, remember the power is not in the clever presentation or in the clever words. It's in the gospel. denk daran, dass die Kraft nicht in der klugen Präsentation oder in den klugen Worten liegt, sie liegt im Evangelium. So if we change the gospel with our clever words, then it loses its power. Wenn wir also das Evangelium durch unsere klugen Worte verändern, verliert es seine Kraft. And this is the fear that the Apostle Paul lived with, and it's a good and a healthy fear. Das ist die Angst, mit der der Apostel Paulus lebte, und es ist eine gute und gesunde Angst. Look how he explains it to us in verse 4. Schau, wie er es uns in Vers 4 erklärt. The message I preached and how I preached it was not an attempt to sway you with persuasive argument, Die Botschaft, die ich verkündete und die Art und Weise, wie ich sie verkündete, war kein Versuch, euch mit überzeugenden Argumenten zu beeinflussen, but to prove to you the almighty power of God's Holy Spirit. sondern euch die allmächtige Kraft von Gottes Heiligem Geist zu beweisen. Do you know, if every single Christian could come to this place that Paul came to, Wenn jeder einzelne Christ an diesen Punkt käme, an den Paulus kam, there is not a single reason anymore why any Christian cannot preach the gospel. gäbe es keinen einzigen Grund mehr, warum ein Christ das Evangelium nicht verkünden könnte.
You know, I've had so many Christians said to me, I really want to share the gospel, but I don't know how. Ich habe schon so viele Christen zu mir sagen hören, ich möchte wirklich das Evangelium weitergeben, aber ich weiß nicht wie. I can speak as clever as this person can speak or that person can speak. Ich kann nicht so klug reden wie diese Person oder jene Person. Think how wrong that idea is. Überleg mal, wie falsch diese Vorstellung ist. Paul was terrified to speak clever. Paulus hatte Angst davor, klug zu reden. And today, Christians are terrified to preach the gospel because they cannot speak clever. Und heute haben Christen Angst, das Evangelium zu predigen, weil sie nicht klug reden können. Oh, my dear friend. Mein lieber Freund, You don't need persuasive arguments to prove the power of God. du brauchst keine überzeugenden Argumente, um die Kraft Gottes zu beweisen. Do you know what? The Holy Spirit will not back up a clever sermon. Der Heilige Geist wird eine schlaue Predigt nicht unterstützen. The Holy Spirit will confirm the gospel. Der Heilige Geist wird das Evangelium bestätigen. And the gospel is Jesus. Und das Evangelium ist Jesus. So if we as Christians can come back to the simplicity of Jesus, Wenn wir als Christen also zur Einfachheit Jesu zurückkehren, we will also walk in the power of God's Holy Spirit. werden wir auch in der Kraft von Gottes Heiligem Geist wandeln. Because the Holy Spirit will confirm Jesus, will not confirm your clever method of preaching. Denn der Heilige Geist wird Jesus bestätigen. Er wird nicht eine schlaue Art zu predigen bestätigen. Do you know what the Lord said to me? Weißt du, was der Herr zu mir sagte? At the beginning of this year, 2023, Anfang des Jahres 2023? He said, Reinhard, I am going to push. Jesus said this to me. I'm going to push myself back into the church. Er sagte, Reinhard, ich werde mich drängen, das sagte Jesus zu mir, ich werde mich zurück in die Gemeinde drängen. I almost felt like Jesus is going to force himself back into his church because it belongs to him. Ich fühlte mich fast so, als würde Jesus sich selbst zurück in seine Gemeinde hineindrängen, weil sie ihm gehört. I'm telling you, everything that's not Jesus is going to be shaken. Alles, was nicht Jesus ist, wird erschüttert werden. And yet, everything that is Jesus is backed up by the power of God's Holy Spirit. Doch alles, was Jesus ist, wird durch die Kraft von Gottes Heiligen Geist gestärkt. I think tomorrow I will talk a little bit more about this. Ich denke, morgen werde ich noch ein bisschen mehr darüber reden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.